der Schweiz werden immer mehr schottische Hochlandrinder gehalten, weil viele Bauern ihre Eigenschaft als Weidepfleger schätzen. Mittlerweile sind sie eine der häufigsten Robustrinderrassen in der Schweiz. In diesem Film zeigt uns Barbara Bravant vom Rütihof, wie sie und ihre schottischen Hochlandrinder die Weiden hier pflegen. Mein Mann, der Albert und ich, wir bewirtschaften einen Biobetrieb im Berner Oberland mit schottischen Hochlandrindern. Hochlandrinder haben wir seit 1995 und unsere Herde umfasst im Moment ca. 100 Tiere. Wieso dass wir uns dann zumal für schottische Hochlandrinder entschieden haben, ist eigentlich kurz und knapp Liebe auf den ersten Blick. Wir haben daheim ziemlich viele Ökowiesen, die wir nicht maschinell bearbeiten. Und dazu haben wir 2 Alpen gepachtet im Gantrisch-Gurnigelgebiet. Was natürlich einen grossen Teil bei uns ausmacht, ist die Direktvermarktung vom sehr feinen Hochlandrinderfleisch. Hochlandrinder sind typische Robustrinder, das heisst, sie sind wenig krankheitsanfällig, in der Folge sind Tierarztkosten tief. Sie werden normalerweise als Mutterkühe gehalten und sie haben sehr gute Muttereigenschaften, haben über 99% Lichtgeburten und sie sind spätreif, sie wachsen langsam, das heisst, auch der Output ist relativ gering. Auf der anderen Seite sind Hochlandrinder sehr anspruchslos als Futter, sie kommen auch mit einer schlechten Futterqualität gut zurecht. In einer Studie haben wir noch mehr interessante Eigenschaften der Hochlandrinder herausgefunden. Wir haben verschiedene Rinderrassen verglichen, die unterschiedlich produktiv sind und haben die Tiere gewogen, wir haben Klauen vermessen, wir haben ihnen ein GPS-Gerät angelegt, um zu schauen, wie sie sich bewegen und haben dann herausgefunden, dass die Hochlandrinder sich von anderen Rinderrassen unterscheiden. Hochlandrinder sind deutlich leichter wie andere Rinderrassen, aber dafür haben sie große Klauen im Verhältnis zum Körpergewicht. Und durch das ist die Trittbelastung auf dem Boden viel geringer. Trittschäden kennen wir eigentlich nicht. Und wenn es noch an einem Ort bei uns Trittschäden hat, dann ist es von früher. Hochlandrinder bewegen sich sehr gleichmäßig. Sie nutzen die Fläche auf der Weide sehr gleichmäßig. Und durch das verteilen sie die Trittbelastung über die ganze Weide. Sie gehen überall her. Sie sind sehr, sehr geländegängig. Es gibt weniger Trittstellen, weniger offenen Boden und durch das auch weniger Erosion. Das heisst, Hochlandrinder sind auch für steiles Gelände geeignet oder für besonders feuchte Standorte. Wir haben die unterschiedlichen Rinderrassen auch beim Fressen beobachtet und herausgefunden, dass die Hochlandrinder besonders gleichmäßig fressen. Durch das können sich die Problempflanzen viel weniger ausbreiten. Die Verbuschung wird deutlich verlangsamt auf den Hochlandrinderweiden. Sträucher, die man nicht unbedingt wette. Es war auch anfangs hier, hat man viel mehr Verbuschung gehabt. Aber das hat man jetzt zurückdrängen mit den Schotten. Aber sonst so Problempflanzen kennen wir eigentlich nicht. Wir haben auch fast keine Blacken hier. Auf Hochlandrinderweiden wachsen weniger Problempflanzen und weniger Trittzeiger und so bleibt mehr Platz für empfindlichere andere Arten. Und darum ist die Artenvielfalt auf den Hochlandrinderweiden im Durchschnitt größer wie auf Weiden, die von produktiveren Rindern beweidet werden. Die Haltung von Hochlandrindern kann man jedem empfehlen, der viel extensive Flächen bewirtschaften muss und der Freude an der Direktvermarktung hat. Man muss nicht zwangsläufig den ganzen Tierbestand umstellen. Man kann auch seine Herde durch ein paar Hochlandrinder ergänzen und die dann gezielt zur Weidepflege einsetzen. Außerdem fehlen auf viele Betriebe, die recht intensive Tiere halten, Abnehmer im Winter für das Heu von den Ökoflächen. Und wenn man ein paar Hochlandrinder hat, kann man das Heu auch effizient nutzen. Die oder keine anderen. Und das ist noch heute so. Mein Mann hat gerade erst vor einem Tag oder 2 gesagt, noch nie hat er es bereut, diese Tierzucht da zu haben. Und ich liebe sie auch heiß.